Wenn du mit deinem Saxophon die Leute zum Tanzen bringen willst, ist dieses Video für dich. Diese karibisch anmutende Saxophonmelodie ist mein Pattern der Woche. Ich spiele sie euch gleich nochmal vor und beleuchte dann eine knifflige Stelle im Detail. Und dann gebe ich dir ein paar Tipps, wie du das Pattern souverän spielen und die Crowd damit zum Tanzen bringen kannst. Und zum Schluss gibt es noch eine Variante für Fortgeschrittene, also bleib unbedingt dran. Los geht's! Im Pattern kommen verschiedene rhythmische Silben vor. Besonders challenging ist diese hier. Wir haben die gleiche Figur auch in der ersten Takthälfte. Hier gibt uns jedoch der Ton auf die 1 eine klare Orientierung. Der entsprechende Ton fehlt in der zweiten Takthälfte. Zum Üben können wir natürlich einen Ton einfügen oder wir markieren uns die Zählzeit 3, zum Beispiel durch ein Aufstampfen mit dem Fuß. Eine weitere Methode, rhythmische Silben zu durchdringen und zu üben, erkläre ich euch jetzt. Dazu schreiben wir das Pattern um. Im ersten Schritt verdoppeln wir die Noten- und Pausenwerte. Also aus einem Sechzehntel wird ein Achtel, aus einem Achtel wird ein Viertel und so weiter. Das sieht dann so aus. Es ist dasselbe Pattern, nur anders aufgeschrieben. Diesem Prinzip folgend verdoppeln wir nun die Werte ein zweites Mal. Jetzt ist der kleinste Notenwert eine Viertelnote und damit fangen wir an zu üben. Das kommt einem sehr langsam vor, hilft uns aber zu verstehen, wann genau jede einzelne Note kommt. Und das ist wichtig, denn der Schlüssel zur Präzision ist langsames Üben. Wir gehen erst weiter, wenn wir die Viertelversion sicher und präzise spielen können. Beachte, dass bei dieser Variante jeder Ton auf einen Klick des Metronoms fällt. Übe möglichst genau auf den Klick zu spielen, das ist Voraussetzung, bevor wir weitergehen. Kommen wir zu der Variante, in der der kleinste Notenwert eine Achtelnote ist. Hier ist jeder Ton entweder auf dem Klick, also auf dem Downbeat, oder genau zwischen zwei Klicks, also auf dem Offbeat. Und das klingt dann so. Wenn du dieses Video interessant findest, dann klicke jetzt auf den Subscribe-Button, um immer über neue, spannende Videos rund ums Thema Saxophon spielen und üben auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn du jetzt das Pattern der Woche im Original übst, stelle das Metronom zunächst auf das halbe Tempo der vorigen, also der Achtelversion ein. Auf diese Weise bleibt das, was du spielst, gleich schnell, du musst also dein inneres Tempo nicht umstellen. Und wenn das gut läuft, kannst du langsam das Tempo steigern. Und wie angekündigt, hier jetzt noch eine etwas herausforderndere Variante für Fortgeschrittene. Der Rhythmus ist derselbe, aber die Tonfolge hat ein paar größere Sprünge und deutet eine mögliche Bassfigur für das Pattern an. Den Link zu den Noten findet ihr in der Beschreibung. Und das war's auch schon für das Pattern der Woche. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du mit meiner Herangehensweise was anfangen kannst oder wie deine Erfahrungen sind. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Pattern der Woche.